Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute sprechen wir über ein Thema, das ich wirklich liebe: Essen. Aber nicht einfach nur Essen. Wir reden heute über Esskultur und Identität in Deutschland. Was sagt das Essen über uns aus? Was bedeutet es, deutsch zu essen? Das sind spannende Fragen und ich freue mich sehr, sie mit euch zu erkunden. Und ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dankecast Deutsch. Henry, ich finde dieses Thema fantastisch. Essen ist so viel mehr als nur Nahrung. Es ist Geschichte, Tradition, Familie, Heimat. Wenn ich an deutsches Essen denke, denke ich sofort an den Geruch von frisch gebackenem Brot oder an einen warmen Sonntagsbraten. Das sind Erinnerungen, die sehr tief gehen. Genau. Und das ist genau der Punkt. Essen verbindet uns mit unserer Herkunft. Ich bin in Bayern aufgewachsen und für mich ist Essen sehr regional geprägt. Bei uns gab es immer Weißwurst zum Frühstück, Brezeln, Leberkäse. Das ist nicht nur Essen, das ist Kultur. Das ist ein Teil meiner Identität. Wenn ich heute irgendwo in der Welt eine Weißwurst esse, fühle ich mich sofort zu Hause. Das kann ich so gut verstehen. Ich komme aus Norddeutschland, aus Hamburg, und bei uns ist das ganz anders. Wir essen viel Fisch, viel Brot und natürlich die berühmten Fischbrötchen am Hafen. Ein Fischbrötchen mit Matjes und Zwiebeln, das ist für mich pures Heimatgefühl. Interessant, oder? Deutschland ist ein Land, aber die Esskultur ist von Region zu Region völlig verschieden. Absolut. Und das macht Deutschland kulinarisch so interessant. Im Süden gibt es Schnitzel, Knödel, Sauerbraten. Im Westen, zum Beispiel im Rheinland, kennt man den Sauerbraten mit Rosinen und Soße. Das ist eine ganz besondere Spezialität. Im Osten, in Sachsen oder Thüringen, gibt es die Thüringer Rostbratwurst. Oh, die ist wirklich unglaublich lecker. Ja, die Thüringer Rostbratwurst ist wirklich legendär. Aber weißt du, was mich immer wieder fasziniert? Wie wichtig Brot in der deutschen Esskultur ist. Deutschland hat über 300 verschiedene Brotsorten. Das ist weltweit einmalig. Das deutsche Brot ist sogar von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt worden. Das sagt doch alles, oder? Ja, das stimmt wirklich. Brot ist in Deutschland mehr als nur eine Beilage. Es ist ein eigenes Mahlzeitkonzept. Das Abendbrot. Schon das Wort sagt es. Abend und Brot. Viele Familien in Deutschland essen abends kalt. Also Brot mit Käse, mit Wurst, mit Aufschnitt. Das ist für viele Ausländer sehr überraschend, aber für Deutsche ganz normal und sehr gemütlich. Und das finde ich so schön, diese Gemütlichkeit beim Essen. Essen in Deutschland ist oft ein sozialer Moment. Man sitzt zusammen, man redet, man teilt. Habt ihr das auch so? Esst ihr lieber alleine oder zusammen mit der Familie oder mit Freunden? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind wirklich neugierig. Gute Frage, Emilia. Ich esse auf jeden Fall lieber zusammen. Sonntags war das bei uns in der Familie immer ein großes Ritual. Sonntagsessen ist in vielen deutschen Familien noch heute etwas Besonderes. Man kocht aufwendiger, man deckt den Tisch schön. Manchmal kommen auch Oma und Opa dazu. Das gibt es leider immer seltener in der modernen Welt, aber ich finde es wunderschön. Das Sonntagsessen ist wirklich ein wichtiger Teil der deutschen Kultur. Und wenn wir über Identität sprechen, ich glaube, das Essen zeigt uns auch, wer wir sein wollen. In den letzten Jahren hat sich die deutsche Esskultur sehr verändert. Veganes Essen, vegetarisches Essen, internationale Küche, das ist alles Teil des modernen deutschen Alltags geworden. Ja, und ich finde das sehr positiv. Deutschland ist heute ein sehr vielfältiges Land. In jeder großen Stadt findest du türkische Restaurants, italienische Pizzerien, asiatische Küche, arabische Imbisse. Diese Vielfalt bereichert die deutsche Esskultur enorm. Zum Beispiel ist der Döner Kebab heute ein absolutes Nationalgericht, auch wenn er türkischen Ursprungs ist. Der Döner Kebab. Oh ja, der ist wirklich überall. Es heißt, dass in Deutschland jeden Tag über 1 Million Döner gegessen werden. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und er wurde übrigens in seiner heutigen Form in Berlin erfunden oder zumindest dort populär gemacht. Also er ist fast schon ein deutsches Original. Genau. Das zeigt, wie Kultur und Essen sich immer weiterentwickeln. Und das ist auch ein wichtiger Teil von Identität.
Wir sind nicht nur das, was unsere Großeltern gegessen haben. Wir nehmen neue Einflüsse auf, wir probieren neue Dinge und das macht uns reicher. Aber gleichzeitig schätzen wir unsere Traditionen sehr. Apropos Traditionen, können wir kurz über Weihnachten reden? Weihnachten in Deutschland ist für mich die Zeit des Essens schlechthin. Glühwein, Lebkuchen, Stollen, Zimtsterne, Spekulatius. Das sind Dinge, die ich das ganze Jahr vermisse und auf die ich mich jedes Jahr im Dezember so freue. Oh, Weihnachtsessen ist ein eigenes großes Kapitel. Und weißt du was, Emilia? Ich glaube, diese Weihnachtsleckereien sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie Essen Gefühle trägt. Wenn ich den Geruch von Zimtsternen oder Lebkuchen wahrnehme, denke ich sofort an Kindheit, an Wärme, an Geborgenheit. Das ist sehr emotional. Absolut emotional. Und das ist ja das Schöne an Essen. Es aktiviert alle Sinne und ruft Erinnerungen wach. Das nennt man auch das kulinarische Gedächtnis. Gerüche und Geschmäcker sind sehr stark mit unseren Erinnerungen verbunden. Das ist Wissenschaft, aber auch ganz normale menschliche Erfahrung. Und jetzt möchte ich euch etwas fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Welches deutsche Gericht oder welches Lebensmittel verbindet ihr mit Deutschland? Oder wenn ihr selbst Deutsche seid, was ist euer absolutes Lieblingsessen, das euch Heimatgefühl gibt? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen wirklich alle eure Nachrichten. Ja, schreibt uns. Ich bin sehr gespannt und ich möchte noch über etwas sprechen, das ich sehr interessant finde. Die deutsche Bäcker- und Metzgerkultur. In Deutschland gibt es noch viele kleine lokale Bäckereien und Metzgereien. Das ist in anderen Ländern oft nicht mehr so. Diese kleinen Geschäfte sind ein wichtiger Teil der lokalen Identität. Das stimmt. Wenn ich morgens zur Bäckerei gehe und frische Brötchen kaufe, ist das für mich kein einfaches Einkaufen. Das ist ein Ritual. Der Bäcker kennt mich, ich kenne ihn. Wir reden kurz miteinander. Diese lokale Verbindung durch das Essen ist sehr wertvoll. In vielen deutschen Dörfern und Stadtteilen ist die Bäckerei ein echter Treffpunkt. Und die Brötchen. Brötchen sind wirklich ein deutsches Kulturgut. In Bayern sagt man Semmel, in anderen Regionen Schrippe, Rundstück oder einfach Brötchen. Schon dieser kleine Unterschied zeigt, wie reich und vielfältig die deutsche Sprache und Esskultur ist. Kennt ihr eigentlich andere regionale Wörter für Lebensmittel in Deutschland? Schreibt es uns. Oh ja, das ist ein tolles Thema. Sprachliche Variationen beim Essen sind wirklich faszinierend. Im Süden sagt man zum Beispiel Erdapfel statt Kartoffel. Das ist ein älteres Wort, das im Süden und in Österreich noch üblich ist. Sprache und Essen hängen eng zusammen. Beides ist regionale Identität. Sehr schön gesagt, Henry. Und wenn wir über regionale Identität sprechen, dürfen wir natürlich die großen Feste nicht vergessen. Das Oktoberfest in München ist weltberühmt. Aber es ist nicht nur ein Bierfest, es ist auch ein Essensfest. Haxe, Brezeln, Händel, Obatster, das sind klassische Oktoberfestspeisen. Das Oktoberfest und das Essen gehören untrennbar zusammen. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Essen Gemeinschaft schafft. Tausende Menschen sitzen zusammen an langen Tischen, essen und trinken miteinander, singen zusammen. Das ist ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das durch das gemeinsame Essen entsteht. Essen als Gemeinschaft. Das finde ich wirklich den schönsten Aspekt dieses Themas. Aber ich möchte auch kurz über die moderne Seite sprechen. Deutschland ist heute auch ein Land der Ernährungsbewussten. Bio-Lebensmittel, Nachhaltigkeit, regionale Produkte. Das ist in Deutschland sehr wichtig geworden. Ja, das Biobewusstsein in Deutschland ist sehr stark. Deutsche Verbraucher fragen immer öfter, woher kommt mein Essen? Wie wurde es produziert? Ist es nachhaltig? Das ist ein Bewusstsein, das ich sehr schätze. Es zeigt, dass Essen auch Verantwortung bedeutet. Verantwortung für die Umwelt und für die Gesellschaft. Und diese Verantwortung ist auch ein Teil der deutschen Identität, zumindest für viele Menschen. Der Wochenmarkt ist zum Beispiel wieder sehr beliebt. Man kauft direkt beim Bauern, man weiß, woher die Karotten oder die Äpfel kommen. Das hat auch eine soziale Dimension. Man unterstützt lokale Landwirtschaft und stärkt die Gemeinschaft. Der Wochenmarkt, das ist wirklich ein schöner Ort. Samstags auf den Markt gehen, frisches Gemüse kaufen, vielleicht eine heiße Bratwurst essen, das ist für viele Deutsche ein festes Ritual. Und gleichzeitig trifft man Nachbarn, man redet, man ist ein Teil der Gemeinschaft.
Ich liebe den Wochenmarkt und jetzt haben wir so viel über Essen gesprochen, dass ich selbst Hunger bekommen habe. Henry, was würdest du jetzt am liebsten essen? Oh, gute Frage. Ich würde jetzt gerne eine warme Suppe essen, vielleicht eine Erbsensuppe oder eine Linsensuppe mit Würstchen. Das ist für mich Soulfood, Essen für die Seele, besonders an einem Nachmittag wie heute. Und du, Emilia? Ich hätte jetzt gerne ein frisches Fischbrötchen mit Matjes, roten Zwiebeln und etwas Remoulade. Das erinnert mich an meinen Geburtsort Hamburg. Es ist erstaunlich, wie schnell ein Gedanke ans Essen Heimweh auslösen kann, oder? Das ist wirklich erstaunlich. Und das bringt uns wieder zum Kern unseres heutigen Themas: Essen und Identität. Essen ist nicht nur Ernährung, es ist Erinnerung, Heimat, Gemeinschaft, Geschichte und Zukunft. Es verbindet uns mit unserer Vergangenheit und zeigt, wer wir heute sind. Wunderschön zusammengefasst, Henry. Und deshalb lieben wir dieses Thema so sehr. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hoffen, dass ihr heute etwas Neues über die deutsche Esskultur gelernt habt und vielleicht auch etwas über euch selbst nachdenken konntet. Genau. Und vergesst nicht, schreibt uns in die Kommentare. Welches Essen verbindet ihr mit Deutschland? Was ist euer deutsches Lieblingsessen? Oder was habt ihr heute zum ersten Mal gehört? Wir freuen uns auf jeden Kommentar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal Dankecast Deutsch, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Folgen über das Leben in Deutschland, die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, wir nehmen sie gerne an. Ihr könnt uns in den Kommentaren schreiben, worüber ihr mehr hören möchtet. Euer Feedback ist uns sehr wichtig und hilft uns, bessere Folgen für euch zu machen. Das stimmt. Diese Sendung machen wir für euch, also sagt uns, was euch interessiert. Wir sind hier, um euch beim Deutschlernen zu helfen und euch die deutsche Kultur näher zu bringen. Auf einfache, natürliche Weise. Auf einfache, natürliche Weise, genau das ist das Ziel von Dankecast Deutsch. Kein trockenes Grammatikbuch, sondern echte Gespräche über echte Themen. So lernt man Sprache. Durch Kontext, durch Neugier, durch Freude. Und mit guter Gesellschaft. Ich bin immer so froh, diese Reise mit euch und mit Henry zusammen zu machen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war wie immer ein wunderschönes Gespräch. Ich lerne selbst immer wieder Neues, wenn wir über diese Themen reden. Das ist das Schöne an Dankecast Deutsch. Es ist ein echtes Gespräch, kein Skript. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt offen und esst gut. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Bis bald bei Dankecast Deutsch, euer Podcast für natürliches Deutsch im Alltag. Tschüss.